Hallo und einen wunderschönen guten Morgen aus Tokio. Es ist noch sehr früh am Morgen und wir sind mal wieder mit dem Auto unterwegs. Allerdings geht es heute leider nicht irgendwie auf eine schöne große Reise, sondern es geht zu einem schönen großen Supermarkt. Eigentlich ist es kein Supermarkt. Es geht heute nämlich zum Costco. Costco ist eine riesige Anlage, in der man gefühlt irgendwie alles bekommt. Von Elektrosachen bis rüber zu Möbeln, aber halt auch Lebensmittel. Es ist eine amerikanische Marke und ist eigentlich so zu vergleichen wie mit einem, ja, was haben wir in Deutschland? Citymarkt, Plaza, also die gab es früher. Ich weiß nicht, ob es die Läden noch gibt. Oder Globus, wo man halt auch viele Sachen so in Übergröße kaufen kann. Das Besondere an diesem Laden ist vor allem, dass man nicht einfach so reinspazieren kann. Man braucht eine Membership. Die ist sehr wichtig, die kann man auch immer wieder verlängern. Und ohne diese Karte kommt man leider nicht rein. Wir gehen immer mal wieder so in regelmäßigen Abständen zum Costco, so alle paar Monate. Es ist jetzt nicht so ein Laden, wo man jetzt irgendwie jede Woche hinfährt. Früher, als Judy kleiner war, waren wir dort ziemlich oft und haben dort Windeln gekauft, weil die tatsächlich ein bisschen günstiger waren als in den Drogerien hier. Wir haben dort vor allem immer so unsere, ich sag mal, Standardsachen, die wir kaufen. Und immer mal wieder gibt es so ein bisschen Überraschung, weil sie auch Sachen aus Deutschland haben. Ich werde es nie vergessen, als sie da teilweise mal sogar Kinder-Bueno hatten, aber die haben dann 6.000 Yen gekostet. Das war mir dann doch ein bisschen zu teuer. Und mal sehen, was sie heute da haben. Also manchmal sind die Sachen schon, ja, es ist zwar teuer, aber manchmal gibt es auch ein paar Schnäppchen, wie zum Beispiel eine riesige Packung Blaubeeren für nur 600 Yen. Natürlich nicht immer, man muss Glück haben, das ist dann immer so ein bisschen saisonal. Mal sehen, was wir heute alles einkaufen werden. Ich dachte mir auf jeden Fall, dass ich euch heute mal mitnehme. Los geht's! So, da wären wir. Wir haben vor allem echt Glück gehabt und oben auf dieser Dachterrasse hier gab es noch echt viele Parkplätze, die frei waren, obwohl es heute Sonntag ist und es eigentlich immer recht voll ist. Aber ja, mal schauen, wie es drinnen aussieht. Mal gucken. Und ich muss sagen, ich habe schon echt Bock auf einen Hotdog. Das ist auch eine sehr praktische Sache. Im Costco gibt es nämlich Hamburger, ich glaube auch Pizza und auf jeden Fall Hotdogs. Und die Hotdogs sind die günstigsten. Die sind echt gut. Ja, also wie ihr seht, man kommt rein und zuerst steht man in einem Elektrofachhandel. Also hier sind Kühlschränke, Waschmaschinen, 4K-Bildschirme, GoPros, und irgendwelche Stabilizer. Mobile Batteries. Das ist günstig. Gummistiefel. Wow. Mittendrin, gleich neben den Kaffeemaschinen. Und schon direkt etwas gesehen, was wir immer kaufen, und zwar OxiClean. Damit wird wirklich alles sauber und man kann sogar damit putzen. Es gibt auch eine japanische Version von OxiClean, die ist aber allerdings nicht so gut wie die, also ja, es muss die amerikanische sein. Die ist halt richtig schön, ja, wie sagt man, chemisch. So, hier drüben sind Wäschekörbe und irgendwelche Glühbirnen. Hier brauchen wir nichts. Hier kommen wir zu Waschmittel. Auf der anderen Seite direkt Tierfutter, Tiersnacks. Und irgendwelche Gartengeräte. Nee, hier brauchen wir auch nichts aus der Gegend. Das ist Waschmittel, das benutzen wir zwar immer, aber das bestellen wir tatsächlich über Amazon. Da ist es günstiger. Aber Weichspüler ist nicht schlecht vielleicht. Wow, das ist eine Menge OxiClean. Wir haben auf jeden Fall jetzt den Weichspüler mitgenommen, denn ich finde, Weichspüler ist immer nicht schlecht zu haben. Hier kaufen wir auch eigentlich immer Frischhaltefolie, aber dieses Pack reicht einfach gefühlt immer für ein halbes Jahr, wenn nicht sogar länger. Und deswegen brauchen wir heute keins. Und Getränke gibt es ja auch in Packs oder in diesen riesigen Paletten. Also ich könnte das ja alles nicht schleppen. Ja, und wie ich eben schon sagte, hier gibt es halt nicht nur Lebensmittel, sondern auch sowas.
Eine ganz schöne Menge, aber naja, wenn man halt so viele kauft, tatsächlich wirklich in der Menge günstiger. Und man kriegt die Getränke sonst nirgendwo. Also gerade dieses Ginger Ale Diet Ding, kriegt man irgendwie nicht so leicht in Supermärkten. Aber sowas ist cool. Gibt es in Deutschland ja auch French Rolls. So Aufbackbrötchen. Ja, jetzt kommen wir hier zum Gebäck. Jetzt wird es hier interessant. Jetzt wird es deutsch. Also nicht sonderlich, aber... Der Dauerbrenner hier, wie ihr schon seht, das sind diese kleinen Mini-Rolls. Trägt auch die Frau gerade. Okay, sie trägt es wieder zurück. Diese Dinner Rolls. Warum auch immer. Wir haben die ein paar Mal gekauft, aber ich muss sagen, ich fand die jetzt nicht so cool irgendwie. Geburtstagskuchen. Ich werde nie vergessen, dass mal eine Bekannte diesen Geburtstagskuchen hatte und ich hatte danach die Magenverstimmung meines Lebens. Die waren früher mal so viel günstiger, die Rinderzungen hier. Die haben wir ständig gekauft und jetzt ist es zu teuer. Das ist so riesig hier alles. Gut, hier ist Käse, das ist nichts für mich. Am Probierstand ist, glaube ich, auch nichts für mich. Oh, ich liebe Lachs. Den esse ich an einem Tag weg, ne? Und ich kaufe hier eigentlich auch immer die Salami. Die ist so lecker. Also die kann ich hier auch sehr empfehlen. Ja, der Preis ist ein bisschen, aber ganz ehrlich, ihr habt sonst hier in den Supermärkten wirklich so kleine Packungen. Oh. Gute deutsche Bauernbratwurst. Greisinger Bratwurst. Ja, ein bisschen deutsch hier. Hier ist gerade ein Stand nach dem nächsten. Bingo. Und drüben warten dann die Ramen. So, Bananen für 328 Yen. Und Toilettenpapier. Toilettenpapier ist auch immer ein Must-Have. Toilettenpapier und Küchenrolle. Boah, die Äpfel eben waren echt gut. Leider ein bisschen teuer, aber echt lecker. Ich muss gleich mal die Blueberries hier abchecken. Oh! Orange. Okay, go. Okay, gleich auf zum nächsten Stand. Erstmal hier Küchenrolle. Der Turm wird immer größer. So. Meine Blaubeeren. Ich liebe sie. Hier gibt es sonst die ganzen anderen Sachen. Rosenkohl gibt es auch. Oh, der ist günstig. Ich glaube, den nehme ich mir auch mal mit. 500 Yen. Und ich bin einer der Menschen, der Rosenkohl sehr gerne mag. Ichigo Takai. Ja, die sind leider echt sehr teuer. Schade, ich liebe Erdbeeren. Hier sind getrocknete Früchte. Getrocknete Früchte mag ich auch immer sehr gerne. Die haben wir früher immer in Deutschland beim Türken geholt und die waren super lecker. Marmelade, und wo Marmelade ist, kann Nutella nicht weit sein. 1000 Gramm für 1118 Yen. Ich muss ja sagen, ich vermisse echt keine Nutella. Also wäre das jetzt Nusspli, das wäre jetzt ganz schön dangerous für mich. Aber ich könnte Nutella trotzdem mal wieder gut essen. Cereals. Oh, aber warte mal, die haben ja diese einen Cereals, die mag ich voll gerne. Oh nein! Diese Honey Rings haben sie nicht. Die haben nur, ja okay, das sind die Kellogg's, die wir auch so im Supermarkt haben. Das ist echt wenig. Aber es gab mir diese Honey Loops. Und die liebe ich so. Oh mein Gott, sie haben Babybel für 798 Yen. Der einzige Käse, den ich mag. Ich mag keinen Käse, aber Babybel ist geil.
Miso-Suppe. Da sind verschiedene drin. Wow, das ist ja ein Riesenpack. Sugoi Kore. Das klingt immer auf Deutsch so komisch. Unser Badesalz. Oh, ist ein bisschen anders. Konkai. Wie viel kostet das denn? Das riecht immer verschieden nach so verschiedenen Onsen-Orten. Und ja, wir baden ja so gut wie fast jeden Tag. Und das ist halt, das ist cool. Okay, heute nicht. Na gut. Okay, Leute, jetzt wird's ernst. Jetzt kommen wir zum Sweet Corner. Meine sehr gefährliche Ecke. Wow, Black Thunder. Auch einer meiner Favoriten. Eine Alford-Schokolade. Ich mag die weiße voll gern. KitKat. KitKat gibt's immer. Schweizer Schokolade. Kägi. Ne, Waffeln. Oh mein Gott, nein. Oh mein Gott, also diese Packung hier, die ist ja echt klein. Da sind wohl scheinbar 24 Stück drin, aber ich esse die an einem Tag gefühlt. Belgische Milchschokolade. Wie wär's denn mal, wenn ihr hier mal Finnische habt? Ich meine, okay, Knoppers war jetzt wirklich ein Highlight. Also Knoppers sehe ich hier das erste Mal. Sonst gibt's Bueno und sowas, aber... Oh, warte, hat die da... Warte mal, Lind. Da ist ein Stand. Kann man da Lind probieren? Oh, hey. Yay, eher bekommen. Das war voll süß. Die hat mir jetzt einfach 2 in die Hand gedrückt. Voll süß für mich und Shiori. Lindschokolade, die hier total teuer ist. Ich glaube, die ist mit Nüssen. Not so heute, der Shiori. Schmeckt wie in Deutschland, ne? Aber ist hier um einiges teurer. Diese Monster-Chips-Packungen zum Vergleich. Das ist meine Hand und das ist dieses Ding. Ich wünsche, die gäbe es irgendwie mit Vinegar. Ich liebe Vinegar-Chips. Oh mein Gott, guck mal, wie riesig die sind. Für 1000 Yen. Die sind einfach nur riesig. Es sind noch immer nur die gleichen hier irgendwie. Heartbite, Cheddar und Onion. Nee, Käsechips sind nichts für mich. Ich mag so richtig diese sauren Vinegar-Chips, die sind geil. Protein-Pretzels. Pretzels? Gibt ja wirklich sehr viele Dinge, die sehe ich auch erst zum allerersten Mal, ne? Hier immer. Ich meine, es ist auch immer ganz nett. Die haben zwar schon immer die gleichen Sachen, aber teilweise auch neue Sachen. Oh Gott, diese Monsterbox. Guck mal, ist doch voll unfair. Guck mal, du kriegst diese riesige Box hier mit den Tierkeksen für 1300 Yen irgendwas. Und diese Mini-Knoppers-Packung drüben fast für den gleichen Preis. So, jetzt sind wir auch langsam durch hier und haben so ziemlich alles gekauft, was wir brauchen. Und jetzt geht's ab zur Kasse und dann gibt es erstmal gleich Hot Dogs. Und das haben wir bezahlt für die vielen, vielen Dinger, die wir gekauft haben. So, und das Gute ist, zu jedem Hotdog gibt es einen Free Drink dazu. Für den Preis. Also es ist echt günstig. Und heute mal Pepsi Cola. So. Diese Onion-Maschine ist ja auch interessant. Ich esse meinen Hotdog immer ganz, ganz trocken, nur mit Wurst. Ich hätte ganz gerne Röstzwiebeln. Röstzwiebeln mag ich ganz gern. So, wir sind fertig mit dem Shoppen. Es war diesmal tatsächlich gar nicht so voll beim Hotdog-Stand, weil da stehen meistens immer sehr, sehr viele Leute an, weil es bietet sich halt an, nach dem Einkauf nochmal schnell irgendwas zu essen. Vor allem die Hotdogs sind sehr beliebt. Genau, wie ihr gesehen habt, so ein Einkauf ist nicht günstig, aber ich meine gerade sowas wie Toilettenpapier oder Küchenrolle oder wie halt früher auch die Windeln, das hat halt doch ein bisschen was gespart. Aber es gibt halt auch ein paar andere Sachen, die halt ein bisschen teurer sind und an die man nicht so leicht rankommt. #Knoppers. Oh Gott, ich liebe Knoppers einfach, aber für den Preis, da überlegt man sich dann doch zweimal. So, wir sind jetzt fertig mit dem Einkaufen, essen gerade unseren Hotdog. Und wie man sieht, hinten ist alles voll, vorne ist auch alles voll. Ich hoffe, euch hat das sehr spontane Video gefallen. Ich habe übrigens schon mal ein Video zu Costco gemacht. Ich glaube, das ist sogar das allererste Mal, als wir dort waren, als wir die Karte auch und alles beantragt haben, also die Membership. Das hier ist das Video. Ich packe euch unten in die Beschreibung den Link rein. Und genau, falls euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen hoch da. Und abonniert diesen Channel, wenn ihr mehr Videos aus Japan sehen wollt. Wir fahren jetzt los und wir sehen uns dann in meinem nächsten Video wieder. Bis dann!